Herzlich willkommen zur Einbauanleitung für die Gasdruckfeder im Skoda Enyaq. Zum letzten Mal benötigen wir diese Motorhaubenstütze und jetzt möchte ich euch am Anfang einmal zeigen, welche Bauteile im Bausatz beigepackt sind. Ich habe nun die Teile hier aufgelegt. Einmal natürlich die Gasdruckfeder mit den zugehörigen aufgeschraubten Kugelbolzen bzw. Kugelpfannen. Einmal ein Befestigungswinkel mit einem Langloch und dem aufgebrachten Kugelbolzen. Ein Kugelbolzen mit dem Gewinde M6 und eine Unterlegscheibe. Als Werkzeug für den Einbau benötigt ihr 3 Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 10, 12 und 13 und zum Ausbau, wenn ihr die Gasdruckfeder wieder einmal ausbauen wollt, einen Schlitzschraubendreher. Wie das jetzt einfach geht und in wenigen Minuten erledigt ist, darf ich euch jetzt zeigen. Für die Befestigung der Gasdruckfeder sind diese beiden Befestigungspunkte, einmal an der Motorhaube und einmal an der Domstrebe, ganz gut geeignet. Wir werden zuerst den Befestigungspunkt an der Domstrebe aufsetzen, einfach mit dem Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 13 den vorderen Schrauben lösen. Er ist relativ leicht in der Regel angeschraubt und lässt sich relativ leicht lösen. Dann den Winkel mit dem Kugelbolzen etwas leicht schräg aufsetzen und mit demselben Schrauben befestigen. Der Winkel wird eben so aufgesetzt, dass das Langloch bzw. der Winkel hinten am anderen Schrauben ansteht und leicht schräg nach hinten verkeilt er sich dann zwischen dem Schrauben und der Domstrebe. Er ist dann quasi verdrehsicher eingebaut und mit dem 13er Maulschlüssel wieder zuziehen. Gut, dann machen wir schon den zweiten Teil. Mit dem Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 10 öffnen wir diese Schraube. Diese Schraube eben entnehmen und danach aufbewahren. Die benötigen wir nämlich nicht mehr. Die benötigt ihr erst wieder, wenn ihr die Gasdruckfeder wieder ausbauen wollt. Und dann nehmen wir den Kugelbolzen mit dem M6-Gewinde und die Unterlegscheibe und setzen den in dieses Gewinde ein. Danach mit dem Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 12 wieder befestigt. Nicht sehr stark, in etwa mit 6-7 Newtonmeter festschrauben. Okay, jetzt nehmen wir schon die Gasdruckfeder. Die Gasdruckfeder wird einfach aufgesetzt und eingeklickt mit der Kolbenseite nach unten, beziehungsweise dort, wo der Frankaufkleber sitzt, einfach aufstecken und draufdrücken. Und schon hält er. Dann muss man zuerst die Strebe des Motorraums, der Motorhaube, entfernen. Und danach setzt man wieder den Kugelbolzen auf. Und das war es auch schon. Das Werkzeug verräumen. Und die Gasdruckfeder ist eingebaut. Am Anfang geht sie noch etwas schwer, aber mit einigen Bewegungen wird es immer besser und immer leichter. Ich muss vielleicht noch auf eine Eigenheit der Gasdruckfeder bzw. der Motorhaube des Skoda Enyaq hinweisen. Und zwar, die Eigenheit ist dieses doppelstufige Gelenk der Motorhaube, also dieses doppelte Gelenk. Dies hat die Eigenschaft, dass beim Schließen die Motorhaube nach hinten gedrückt wird und somit der Druck bei der Motorhaube sehr stark ansteigt. Also in diesem Bereich ist der Druck nach unten, den man aufwenden muss, relativ stark, eben begründet durch dieses Doppelscharnier. Ist aber soweit kein Problem. Man muss es nur wissen, dass hier der Druck relativ stark wird, dann nimmt er wieder ab und dann schließt man die Motorhaube. Beim Aufmachen dasselbe Prozedere.
Am Anfang ist etwas weniger Druck, dann fährt die Motorhaube selbstständig nach oben. Es kann sein, je nach Temperatur, dass die Motorhaube die letzten 2 cm nicht mehr selbstständig aufgeht. Jetzt in dem Fall geht sie wieder selbstständig auf. Aber wir haben einige Gasdruckfedern mit unterschiedlichen Drücken ausprobiert. Wenn wir eine stärkere Gasdruckfeder eingebaut hätten, dann wird der Druck hier nach unten relativ unangenehm und sehr stark. Dann würde sie zwar ganz aufgehen, immer ganz aufgehen, was sie jetzt auch tut, aber der Druck nach unten beim Schließen ist zu hoch. Und so haben wir eben ein angenehmes Mittel von der Einstellung der Gasdruckfeder gewählt. Aber ihr seht, es ist relativ angenehm. Ich kann sie relativ einfach mit einer Hand schließen, aber hier wird der Druck doch merklich mehr. Aber es funktioniert sehr gut. Das war's dann auch schon. Viel Spaß mit eurer Gasdruckfeder, euer Josef von der Firma Frank.at.